Hallo und Merhaba. Ich nehme dich heute mit auf eine Reise durch meine Top 7 Gründe, warum die Türkei so besonders für mich ist. Im letzten Video habe ich euch ein wenig von meiner Geschichte erzählt und wie es dazu kam, dass ich hier lebe. Leider hat die Türkei in Deutschland wie auch in anderen westlichen Ländern oft keinen leichten Stand. Und obwohl es sicherlich Probleme und Herausforderungen gibt, wird dem beeindruckenden Land und seinen herzlichen Bewohnern oft nicht der Respekt zuteil, den sie meines Erachtens verdienen. Mit diesem Video erhoffe ich mir, euch eine andere Perspektive zeigen zu können und vielleicht sogar einige Vorurteile abzubauen. Also fangen wir direkt mit den 7 Gründen an. Und der letzte Punkt wird der wichtigste für mich persönlich sein, also schau dir unbedingt das ganze Video an. Der erste Punkt, der mir persönlich immer wieder auffällt, ist die unvergleichliche türkische Gastfreundschaft. In dieser Hinsicht könnten wir Deutsche uns wirklich eine Scheibe von den Türken abschneiden. Überall, wo man in der Türkei unterwegs ist, wird man nicht nur als Gast, sondern fast schon als Familienmitglied behandelt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man von völlig Fremden zum Tee eingeladen wird oder dass hilfsbereite Einheimische einen Umweg in Kauf nehmen, nur um einen Touristen an den richtigen Ort zu führen. Als nächsten Punkt möchte ich, wenig überraschend, die türkische Küche loben. Jeder, der schon mal das Glück hatte, die Türkei zu besuchen, wird bestätigen können, dass die türkische Küche wirklich sehr reichhaltig ist. Ganz egal, ob Vegetarier oder Fleischliebhaber, hier ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Von frischem Obst und Gemüse über saftig gegrilltes Fleisch bis hin zu verführerischen Süßspeisen. Die türkische Küche ist ein Hochgenuss. Klassiker wie das türkische Frühstück, Dolma, Meze, Köfte und verschiedene Kebab-Variationen, eingelegtes Gemüse oder Turşu und der unverwechselbare türkische Tee zählen dabei zu meinen persönlichen Favoriten. Und du, was isst du in der Türkei am liebsten? Für alle Geschichtsinteressierten ist die Türkei ebenfalls ein wahres Paradies. Man denke nur an die vielen verschiedenen Zivilisationen, die dieses Land geprägt haben. Von antiken griechischen Städten über römische Arenen bis hin zu osmanischen Palästen und Moscheen. Die historische Vielfalt ist wirklich faszinierend. An ganz vielen besonderen Orten spürt man die tiefen historischen Wurzeln und die vielen Geschichten, die dieses Land zu erzählen hat. Und ich muss zugeben, dass ich bisher leider nur einen sehr kleinen Teil dieser vielen Sehenswürdigkeiten gesehen habe. Istanbul ist natürlich ein absolutes Muss für diejenigen von euch, die noch nicht da waren. Außerdem möchte ich euch noch die Ruinen von Ephesos, ganz in der Nähe von meiner Stadt Izmir, empfehlen. Und wir kommen sofort zum nächsten 4. Punkt, aber davor eine ganz kurze Frage. Warst du schon mal in der Türkei? Wenn ja, wo? Schreib gerne einen Kommentar, das würde mich wirklich sehr freuen. Die Türkei ist auch ein absolutes Paradies für Naturliebhaber. Hier kommen einige Highlights. Die schimmernden Terrassen von Pamukkale. Im Osten findest du majestätische Berge, perfekt für Abenteurer und Wanderer. Kappadokien mit seinen spektakulären Felsformationen und den Heißluftballons am Morgen. Diese Region wirkt wie aus einem Märchenbuch. Außerdem atemberaubende Buchten, Strände, Wälder, Seen und vieles mehr. Und durch die Videoproduktion merke ich gerade, wie wenig ich persönlich bisher von der Türkei gesehen habe. Und ja, dieses Video motiviert mich gerade auf jeden Fall dazu, dies in den nächsten Monaten und Jahren zu ändern. Der nächste Punkt ist die kulturelle Vielfalt. Dieses Land ist wirklich ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Kulturen und Traditionen. Durch ihre einzigartige geografische Lage vereint die Türkei den Osten mit dem Westen. Das pulsierende Leben in Istanbul, wo sich 2 Kontinente treffen, ist das beste Beispiel dafür. Denn dort begegnest du Menschen aus allen Ecken der Türkei. Und bei weitem nicht nur aus der Türkei, sondern aus vielen anderen Ländern kommen ebenfalls Menschen in die Bosporus-Metropole auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Das macht Istanbul zu einem echten Schmelztiegel der Kulturen, zu einem wahrhaftigen Melting Pot. Außerdem gibt es auch riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen innerhalb der Türkei. Vergleicht man das eher liberale Izmir mit konservativen Städten wie Konya oder Erzurum oder mit der Atmosphäre an der Schwarzmeerküste, könnte man fast vergessen, dass all diese Orte sich in ein und demselben Land befinden. Bevor ich es vergesse, türkische Musik, Filme und Kunst, ich bin immer wieder überrascht, wie viel die türkische Kulturszene zu bieten hat.
Und da habe ich persönlich auch noch großen Nachholbedarf, gerade was Filme und Kunst angeht. Und wir sind schon beim vorletzten Punkt angelangt. Hier geht es um das Thema Einkaufen. Für viele Touristen sind die Basare in der Türkei absolut verlockend mit ihrem Menschengedränge, Geschrei der Verkäufer, ihren Düften exotischer Gewürze, ihrer Handwerkskunst. Ich persönlich bin zwar kein Fan, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich in großen Menschenmengen nicht so wohlfühle. Erwähnenswert ist auch die türkische Textilindustrie, die für ihre hochwertigen Produkte zum kleinen Preis sowie auch ihre modernen Designs bekannt ist. Wer also gerne Kleidung shoppt, der kommt in Geschäften wie beispielsweise Mavi voll auf seine Kosten. Und dann wäre da noch mein ganz persönlicher Favorit: die Wochenmärkte, auf denen unter anderem lokale Erzeuger stolz ihre Produkte präsentieren. Neben Obst und Gemüse natürlich auch Fisch, Käse und nicht zuletzt selbstgekochte Speisen, wie zum Beispiel Meze, Frühstückssoßen, eingelegtes Gemüse, Süßspeisen und vieles mehr. Der wöchentliche Organic Pazar im Kulturpark hier in Izmir ist bei weitem mein Lieblingsort zum Einkaufen. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht so ganz greifbar. Doch wer sowohl die Türkei als auch Deutschland gut kennt, wird mir höchstwahrscheinlich dabei zustimmen. Das Lebensgefühl hier in der Türkei ist einfach komplett anders. Dieses Gefühl geht natürlich Hand in Hand mit der bereits erwähnten Gastfreundschaft in der Türkei. Die warmherzige und offene Art der meisten Türken, sıcakkanlılık, macht es wirklich leicht, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das soziale Miteinander wird hier wirklich groß geschrieben und das Leben findet, wie in anderen Mittelmeerstaaten, auch größtenteils im Freien statt, was natürlich auch am angenehmen Klima, gerade hier in Izmir, liegt. Während das Leben in Deutschland oft etwas zurückgezogener und anonymer abläuft, entwickelt man hier in der Türkei recht rasch eine Bindung zu seiner Umgebung. Man lernt nicht nur seine unmittelbaren Nachbarn kennen, sondern auch die Betreiber der kleinen Geschäfte und Restaurants in seiner Umgebung. Spätestens beim zweiten Besuch bereits wird man mit dem Namen angesprochen, man erkundigt sich, wie es einem geht, man spricht über Gott und die Welt und man lacht viel gemeinsam. Zum Vergleich, in Deutschland erlebe ich es oft, dass der Kontakt zwischen Kunden und Verkäufern in Geschäften auf ein kurzes Hallo, Danke und Tschüss beschränkt bleibt. Etwas mehr Freundlichkeit und Smalltalk ist da wirklich fast die Ausnahme. Und gibt es für dich weitere Gründe, warum die Türkei ein faszinierendes Land ist? Und ja, natürlich gibt es auch negative Punkte, die werde ich im nächsten Video beleuchten. Bis dahin, wir sehen uns. Görüşmek üzere.